Gleich nach dem ersten Wintereinbruch im November war es für uns wieder einmal an der Zeit für einen Kurzbesuch im malerischen Luzern. Unterwegs war ich wieder einmal mit der kleinen Fuji X106 sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Somit waren also mal wieder die 23 mm am Start. Anfangs war ich auch nur etwas unentschlossen, ob Farbe oder Schwarz-Weiß, sodass ich aufgrund des Wetters bzw. des Schnees erstmal mit Schwarz-Weiß losgezogen bin. Letztendlich gab es dann aber doch genügend Motive, die trotz des Wetters auch in Farbe ganz gut rauskamen. Luzern liegt mitten in der Schweiz am Vierwaldstätter See, ist Hauptstadt des gleichnamigen Kantons und gehört für mich mittlerweile zu den schönsten Städten Europas. Luzern entwickelte sich im 8. Jahrhundert aus einem Kloster und war vor 225 Jahren sogar schon einmal die Hauptstadt der Schweiz. Allerdings hielt das nur 9 Monate, dann musste die Regierung nach Bern fliehen. Es gibt hier also jede Menge Kultur und Geschichte. Diese Geschichte wird auch auf den historischen Bildtafeln erzählt, die man auf der Kapellbrücke findet. Die Kapellbrücke ist die älteste Holzbrücke Europas und stammt aus dem 14. Jahrhundert. Und wo es schön ist, gibt es auch immer jede Menge Touristen, auch aus fernen Landen, frei nach dem Motto Europa in 2 Wochen. Da darf dann natürlich auch keine Kuckucksuhr, Schweizer Uhr oder das Schweizer Taschenmesser fehlen. Für uns ging es an diesem Nachmittag noch ein bisschen durch die Altstadt und nach einer kurzen Pause im Hotel dann auf den Weihnachtsmarkt am Kunst- und Kulturzentrum. Nach einer kurzen Stärkung machten wir uns dann auf den Weg zum Weihnachtsmarkt. So konnte ich auch gleich den Black Mist Filter auf der DJI Pocket 3 testen, was man, wie man sieht, unschwer an den Lichtern erkennen kann. Auf der kleinen Fuji hatte ich ja auch schon einen drauf. In Luzern nennt sich das Ganze auch nicht Weihnachtsmarkt, sondern Eiszauber und findet sich auf dem Europaplatz direkt vor dem Kunst- und Kulturzentrum. Neben Glühwein zum Vorglühen gab es natürlich auch jede Menge zu essen und in der Mitte das Eisfeld. Zu jedem guten Eiszauber und Glühwein gehört natürlich auch ein Adventskonzert, was ich jetzt sicherlich mal wieder falsch ausgesprochen habe.
Gleich neben dem Eiszauber befindet sich das Kultur- und Kongresszentrum Luzerns, was aufgrund einer Veranstaltung an diesem Abend leider nur teilweise zugänglich war. Das KKL ist in jedem Fall ein Fotospot, den ich nochmals besuchen werde. Und für uns ging's damit auch wieder in Richtung Hotel, die Omas brauchen ihren Schönheitsschlaf. Wie man sieht, lohnt sich ein Besuch in Luzern auf jeden Fall, gerade auch jetzt im Winter, wenn alles beleuchtet ist und die Weihnachtsstimmung aufkommt. Das war's von mir für heute aus Luzern, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.